Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Heute führt uns unser Spaziergang nach München. Hier ist eine Agfa Ambiflex 2, gebaut in Kamerawerk München. Baujahr 1959. Bekanntlich war das Jahr 1959 eine sehr gute Jahrgang für Rotweine. Und so brüsten sich die Franzosen mit einem sehr guten Rotwein und die Deutschen haben nicht anzubieten gehabt. Dann dachten sie, was die Franzosen mit Wein machen, machen wir mit einer guten Kamera, mit einer Jahrgangskamera. Und so ist die Ambiflex 2. Sie wurde von 1959 bis etwa 1963 gebraucht. Es ist die erste Spiegelreflexkamera mit Wechselobjektive, die von Anfang entwickelt und gebaut wurde. Sie ist natürlich die Weiterentwicklung von der Agfa Colorflex mit Wechselobjektive. Und sie hat zusätzlich den Namen Ambiflex. Und heute bedeutet Ambi so viel wie doppelwertig. Was doppelwertig ist, weiß ich nicht, aber so heißt sie halt. Diese Kamera war als direkt Konkurrenz zu Zeiss Kontaflex und Kodak Retina gedacht. Und natürlich war auch zwischen Volkländer prominent platziert. Die Ambiflex gab in 3 Varianten mit auswechselbaren Suchersystemen, entweder als Schachsucher, als Primensucher und als Rahmensucher. Die Kamera hat natürlich eine über die Optik liegenden Belichtungsmesser, natürlich nicht das billigste. Die Kamera ist für Wechselobjektive und haben einen Zentralverschluss. Und die Objektive waren natürlich sehr, sehr gute Objektive, berechnet von Agfa speziell nur für diese Kamera. Das Sucherbild erscheint parallaxenfrei und die Wechselobjektive oder für Nahaufnahmen und Vorlesen sind absolut bildtreu. Wie ich schon sagte, Spiegelreflexkamera 24x36 mm, Prismensucher, auswechselbar für Aufnahmen, die ideal sind aus der Hüfte. Schnittbild, Entfernungseinstellung, eine Schnelltransporthebel, der gleichzeitig mit 5 Funktionen. Der spannt der Verschluss, macht das Sucherbild frei, das Bildzellwerk wird eingeschaltet und gibt die Doppelbelichtungssperre und Leerschaltungen frei. Hat eine Selbstausleser und hat eine Springblende, aber keine Rückschwingelspiegel. Der Bajonettbeschluss ist von höchster Qualität und ist blitzsynchronisiert. Hat eine Selen-Belichtungsmesser gekuppelt. Die ganzen Objektive sind auch natürlich für die Tropenverwendung gedacht. In diese Dose sind absolut sicher und der Unterteil ist mit Silikonkugeln ausgestattet, so dass jede Feuchtigkeit der Objektiv entnommen wird. Wie ich schon sagte, die Kamera gab in 3 Ausführungen. Einmal mit 35 mm zum Preis von fast 1400 Mark. Eine 90 mm Teleobjektiv, der Linear, auch mit etwas 1400 Mark. Und die Kamera, je nach Ausführung, das Gehäuse kostete zwischen 417 und 600 Euro. Zu den Besonderheiten und für jedes Objektiv hat die Kamera diese verschraubbare
Dose mit diesem Silikat drinnen, mit diesen Kügelchen, die jede Feuchtigkeit entzogen wurde. Und das ist eigentlich die Ambiflex. Zu gleicher Zeit, 1959, wurde auch der berühmte Agfa Cookie Dia-Betrachter auf den Markt gebracht, der fast über 20 Jahre im Millionenfach verkauft wurde. Und das war eine sehr gute Zubehör, unverzichtbar für jeden Fotografen. Und wieso sagte, eine Jahrgangskamera und auf die andere Seite ein Jahrgangswein. Aber die Kamera hat den Wert behalten. Das war für heute. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.